Wir haben die Usability von Airfryern verglichen. Dazu haben wir einen Airfryer mit App und einen Airfryer, den man nur analog bedienen kann, ausgewählt. Unsere Motivation war das immer häufigere Aufkommen von sogenannten Smart Devices. Wir wollten schauen, was genau für Vorteile so eine App-Anbindung genau bringt. Dafür haben wir uns zwei Modelle von Airfryer zum Vergleich ausgesucht. Einen mit App-Anbindung und einen ohne. Das erste Modell, das wir uns angeschaut haben, war der Philips 2000 Series, welcher mit 95 € etwas günstiger ist. Dieser verfügt nur über analoge Inputs über das Bedienfeld. Das zweite Modell im Vergleich war der Cosori Turbo Tower Pro Smart, welcher mit 280 € fast dreimal so viel kostet. Der Cosori verfügt dafür aber auch über zwei Guardzonen und die vorhin genannten Smart App Anbindungen. Die Zielgruppe unserer User-Tests waren generell alle über 18, da Airfryer Haushaltsgeräte sind, die von jedermann bedient werden können. Danach haben wir einen Terminplan erstellt und über unsere E-Mail konnten sich dann Probanden in die Zeitslots eintragen. Am Ende haben sich folgende Probanden schlussendlich angemeldet. Sie waren im Alter von 19 bis 26 Jahren, größtenteils männlich und die allermeisten hatten auch Vorerfahrung mit Airfryern. Zur Durchführung der User-Tests wurden jeweils zwei Aufgaben vorbereitet. Die erste Aufgabe war es, eine Portion Pommes am jeweiligen Airfryer vorzubereiten. Die zweite Aufgabe war es, ein Rezept mit zwei unterschiedlichen Zutaten am jeweiligen Airfryer vorzubereiten. Hier seht ihr ein Beispiel von Task 1 anhand des Philips Airfryers. Zuerst wurde dieser eingeschaltet. Danach wurde ein Preset ausgewählt. Damit der Airfryer loslegen konnte, wurde auf den Startknopf gedrückt. Hier seht ihr Task 2 anhand des Cosori Airfryers. In der App wurde zuerst das Rezept ausgesucht. Danach konnte man die Portionsgröße und weitere Einstellungen einstellen. Diese wurden dann auf den Airfryer übertragen. Um diesen zu starten, musste man auf den Startknopf drücken. Mit der Effektivitätsmetrik haben wir verglichen, wie erfolgreich die Probanden beim Lösen der Aufgaben waren. Obwohl sie bei Task 1 bei Philips etwas erfolgreicher waren und bei Task 2 bei Cosori, war der Unterschied nicht groß genug, um statistisch signifikant zu sein. Im Durchschnitt schnitten sogar beide Geräte exakt gleich ab. Die Effizienzmetrik zeigt an, wie lange die Probanden für die Tasks in Sekunden gebraucht haben. Hier könnt ihr sehen, dass der Airfryer ohne App bei beiden Tasks etwas langsamer war. Im Durchschnitt war aber auch dieser Unterschied gering genug, dass es keinen statistisch signifikanten Unterschied gab. Beim UEQ konnten wir aber einige signifikante Unterschiede finden. Hier kam heraus, dass unsere Teilnehmer den Airfryer mit der App deutlich motivierender zu benutzen fanden als den Airfryer ohne App. Das könnt ihr an dem großen Unterschied in der Skala Stimulation sehen. Bei der Skala Novelty gibt es sogar einen noch größeren Unterschied. Hier könnt ihr sehen, dass die Teilnehmer den Airfryer mit der App innovativer und kreativer fanden. Zuletzt haben wir den Probanden ein paar Schlussinterviewfragen gestellt. Daraus haben wir qualitative Daten erhalten. Es ist interessant, dass alle Probanden den Cosori Airfryer korrekterweise für den teureren gehalten haben. Manche von ihnen haben trotzdem den günstigeren Airfryer ohne App bevorzugt. Insgesamt mochte aber die Mehrheit der Probanden, nämlich 9 von 15, den Cosori Airfryer mehr. Außerdem fanden sogar 10 von 15 Probanden, dass ihnen die App geholfen hat. Der Airfryer mit der App konnte bei unseren qualitativen Ergebnissen also deutlich mehr überzeugen. Deshalb ist unser Fazit, dass die App die Benutzerzufriedenheit verbessert hat. Bei Effizienz und Effektivität waren beide Geräte vergleichbar, aber der Cosori Airfryer wurde als innovativer wahrgenommen. Teilnehmer fühlten sich motivierter, ihn zu verwenden, und er kam in allen qualitativen Punkten besser an. Außerdem fühlte sich die Mehrheit durch die App unterstützt. Damit ist er der Sieger unseres Vergleichs.